Hallo, mein Name ist Jürgen Amthor. Ich bin Gründer der Eusenheimer Manufaktur und Vorstand des Vereins EM Bakterienfreunde. Ich will euch heute zeigen, wie man im größeren Stil, also für Landwirtschaft oder größere Gärten, Weinbaubereich, EMA oder wie es in der Eusenheimer Manufaktur heißt, EM-Garten herstellt. Wir haben das ein bisschen vorbereitet. Das ist ein 250 Liter Edelstahltank und wir haben hier einen Heizstab rein. Der Heizstab ist auf maximal eingestellt, 34 Grad, damit, wenn wir die Mikroorganismen und den Gerstenmalz hier in das Wasser reingeben, dass die Temperatur schon optimal ist, dass die Bakterien eben auch gleich starten können. Deswegen sollte man eben darauf achten, dass die Wassertemperatur zwischen 34 und 37 Grad ist. Um die Wasserqualität zu erhöhen, geben wir immer die Keramikpipes mit rein, die eben noch eine gute Information auf das Wasser geben und auch die Haltbarkeit der Mikroorganismen dementsprechend noch verstärken. Also die, wenn man gleich mit reingeht, gibt, ist es optimal. So, um 250 Liter herzustellen, brauche ich 1,5% Gerstenmalzsirup und brauche die Mikroorganismen 3%. Das wären jetzt in dem Fall 7,5 Liter Mikroorganismen und 3,75 Liter von dem Gerstenmalz. Hier habe ich mein Maß. Das ist ein bisschen zäh, aber das geht schon. Also wir füllen das auf. Kann man auch wunderbar abschlecken, schmeckt gut. So, jetzt machen wir das wieder zu und stellen das dann kühl und dann ist es eben auch ohne Probleme ein Jahr haltbar. Ich habe mir jetzt ein bisschen heißes Wasser vorbereitet, weil ihr habt ja gesehen, das ist relativ zäh, diese Melasse, also dieser Gerstenmalzsirup. Darum gebe ich da heißes Wasser rein und rühre das damit auf mit so einem Rührer, dass das halt eben nicht hier unten als zähe Flüssigkeit in dem Tank dann drin hängt, sondern dass das relativ gut aufgelöst wird. Man sieht es schon, wie sich das Wasser jetzt verfärbt. Richtig gut rühren, rechts rum, gibt viel Energie. So, jetzt kommt die Melasse oder hier in dem Fall der Gerstenmalzsirup in den Behälter rein. Ruhig noch ein bisschen sauber machen. So, jetzt kommen die Mikroorganismen rein. 7,5 Liter sind die 3%. Jetzt haben wir hier ja schon einen 5-Liter-Kanister. Und diesen 5-Liter-Kanister können wir reinschütten. Wirklich auch beachten, dass hier eben dann noch einiges rein muss, wenn ich einen Tag vorher den Tank fülle. Also ruhig nicht den Tank am Anfang gleich voll machen, sondern eben hier richtig Luft lassen, dass ich eben auch die Menge hier noch reinbekomme. Jetzt kommen die Bakterien dazu. Auch hier kann man noch ein bisschen Wasser in den Kanister reingeben.
Den Kanister kann man gut aufheben, um dann halt eben später auch wieder seine Bakterien, wenn das fertig ist, das EMA oder das EM-Garten, dass man dann dementsprechend seine Bakterien reingibt. Jetzt brauchen wir ja nochmal 2,5 Liter. Für den Ansatz, für den Garten verwenden wir die Basislösung Pflanzen. Und für den Ansatz für Tiere, der eben genauso ist, verwenden wir die reine Basislösung und hier eben für den Garten die Basislösung Pflanzen. So, auch hier kann man noch ein bisschen Wasser reingeben. Jedes Bakterium zählt. Und jetzt nochmal einen halben Liter. So, hier haben wir jetzt einen halben Liter raus. In dem Fall, um die Haltbarkeit zu erhöhen, drückt man hier nochmal auf die Flasche drauf, dass die Flüssigkeit, die Bakterien richtig oben steht, weil bei dem Kompost benötigen wir Sauerstoff, während wir bei dem Ansatz mit den Mikroorganismen keinen Sauerstoff benötigen. Und deswegen ist es hier wichtig, einfach hier, auch wenn das nicht schön ausschaut, aber dass so wenig wie möglich Sauerstoff in der Flasche ist. Jetzt kommen die Bakterien dazu. Das rühren wir jetzt mal ein bisschen durch, dass die Bakterien und der Gerstenmalz gut vermischt ist. So, das reicht schon. Jetzt wird das Ganze zugemacht. So, hier ist ein Gärspund drauf und dieser Gärspund, den füllen wir bis zu dem Pfeilchen, das sieht man hier, füllen wir das mit Wasser. Und zwar geht es darum, die Bakterien bilden jetzt Sauerstoff und dieser Sauerstoff muss entweichen und das passiert mit Hilfe dieses Gärspunds. Das Ganze bleibt jetzt 7 Tage, arbeiten jetzt die Mikroorganismen und nach 7 Tagen auch nicht reinschauen während dieser Zeit, bitte die Bakterien arbeiten lassen. Nach 7 Tagen ist das EMA oder EM-Garten, wie es ja bezeichnet wird, ist das Ganze fertig. Danach will man die Qualität überprüfen und dann nimmt man so ein pH-Messstäbchen. Man lässt also hier ein bisschen raus nach den 7 Tagen. Hier auf diesem pH-Messstäbchen, da ist eine Skala und der pH-Wert sollte zwischen 3,2 und 3,8 liegen. Man sieht es an der Verfärbung. Und wenn der pH-Wert in diesem Bereich liegt, dann ist es eben eine gute Qualität. Man kann das jetzt mal hier überprüfen. Daran sieht man eben auch, dass das eben der Ansatz gut geworden ist. Man sieht hier gelb von der Basislösung. So sollte es dann eben, wenn möglich, auch bei dem fertigen EMA sein. Und wie gesagt, das ist ein super gutes Qualitätsmerkmal. Wenn abgefüllt wird, dann alles auf einmal abfüllen. Am besten in Kanister rein, die Kanister ziemlich voll machen und die Kanister dann kühl stellen. Und dann ist das Ganze 1 Jahr haltbar. Danach natürlich wieder den Behälter richtig gut sauber machen. Und dann eben für den nächsten Ansatz vorbereiten, dass man wieder einfach Hygienemaßnahmen einhält, um dann halt eben wieder gerüstet zu sein für die nächsten Ansätze.